In diesem Video stelle ich dir 5 günstige Torhüter vor, die hoffentlich schon bald den Weg in deinen Verein finden werden und dazu noch für wenig Geld zu haben sind. Und zwar habe ich den 20-jährigen Niederländer Rome Jayden Owusu-Oduro, ein Name wie ein Gedicht, von AZ Alkmaar. Er hat unter anderem schon die Jugendabteilung durchlaufen, hat zwischenzeitlich mal die UEFA Youth League gewonnen, startet mit einer 69, hat einen Marktwert von 2,9 Millionen. Das heißt, für jeden besseren Zweitligisten ist er auf jeden Fall zu haben. Die Werte, die ihr gleich sehen werdet, die sind rein nach 5 Saison simuliert, also noch ohne Entwicklungspotenzial und ohne Entwicklungsplan, ohne irgendwelchen Trainer. Das ist wirklich rein nach 5 simulierten Saisons und da schauen wir jetzt mal rein. Gewechselt ist er mittlerweile nach Frankreich und zwar zu Le Havre, 1,88 groß, muss ich dazu noch sagen, also auch gerade kein kleiner, ist ja nicht sehr unwichtig für einen Torhüter. 24,5 Millionen sein Marktwert, also locker mal verzehnfacht. Müsst aber wie gesagt nach wie vor bedenken, da ist kein Trainer drauf, da ist kein Entwicklungsplan gemacht worden. Hat eine Gesamtstärke von 81, rechnet also immer mal so 3 bis 4 Stärken oben drauf, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also die erste günstige Option, wenn ihr noch einen Torhüter braucht, gehen wir direkt zu Nummer 2. Dafür reisen wir einmal nach Belgien zum KRC Genk. Dort spielt der 19-jährige Belgier Mike Penders. Das steht jetzt schon fest, der nächstes Jahr zum FC Chelsea wechseln wird. Im Jahr 2025 ist ja nicht so, dass der FC Chelsea nicht schon genug Spieler hätte, vor allem auch Keeper, aber Chelsea holt sich gleich mal noch ein paar mehr Spieler ran. 1,6 Millionen sein Transferwert, 65 die Gesamtstärke. Bei mir bei dem Simulationsdurchlauf ist er dann zu einem Verein gewechselt, wo man erstmal vielleicht am Anfang große Augen machen würde. Und zwar ist er nämlich in Berlin gelandet, nicht bei der Hertha, sondern bei Union Berlin, vielleicht auf dem Weg zum Olympiastadion falsch abgebogen oder nachts irgendwie betrunken in Köpenick aufgewacht und dann bei Union unterschrieben, hat dann eine Gesamtstärke von 81, eine hohe Freigabesumme von knapp 50 Millionen, also mit dem könnt ihr auch richtig Geld machen, ist halt 2 Meter groß, Linksfuß, so eine Art Thibaut Courtois Regen oder Verschnitt, möchte man in dem Fall sagen, also auch eine richtig günstige Variante für eure Mannschaft im Karrieremodus. Natürlich darf auch ein deutsches Torhüter-Talent bei dieser Vorstellung nicht fehlen und zwar habe ich mir den 18-jährigen Dennis Seimen vom VfB Stuttgart rausgesucht. Er ist zurzeit noch Stammkeeper bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart. Fabian Wohlgemuth hat aber auch schon gesagt, dass er die Zukunft ist im VfB-Tor. Zurzeit ist er da noch Alexander Nübel. Mal gucken, wann Dennis Seimen mal seine ersten Minuten in der Bundesliga bekommt. Er hat einen Marktwert von 1,4 Millionen, eine Startstärke von 63 und auch er wird im Laufe der Karriere, je nachdem wie ihr ihn trainiert, wie oft er spielt, eine richtig gute Entwicklung nehmen. In meinem Beispiel hat er nach 5 simulierten Saisons eine Gesamtstärke von 80, ist bei Lazio Rom gelandet, also in Italien. Schönes Land. Guter Fußball wird da auch ab und zu mal gespielt, auch 1,90, gar nicht so klein. Von daher auch eine richtig gute Alternative zu den beiden anderen. Nochmal ein bisschen günstiger als sein Vorgänger und natürlich ein Deutscher. Von daher, ich habe ja die deutsche Brille auch öfter mal auf, von daher Dennis Seimen. Auch eine günstige Option für eure Karriere. Noch eine kurze und schnelle Werbung, bevor ich jetzt die letzten beiden Torhüter-Talente vorstelle. Ich habe aktuell meine erste Karriere im EAFC 25 Karrieremodus gestartet und zwar mit Preußen Münster. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Gerne auch ein kostenloses Abo und natürlich auch einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's weiter mit dem vorletzten Torhüter-Talent. Ein Königlicher von Real Madrid darf natürlich auch bei solchen Vorstellungen nicht fehlen und zwar der 19-jährige Fran González. Ist nochmal ein bisschen günstiger als seine Vorgänger, 1 Million. Sollte auch vielleicht ein guter Drittligist auf dem Kasten haben. Mit einer Startstärke von 62 geht's rein. Auch er hat ähnlich wie Mike Penders einen Move gewagt im Karrieremodus, den es wahrscheinlich so in Realität niemals geben wird. Wobei heutzutage sollte man niemals nie sagen. Er ist nämlich beim ersten FC Nürnberg gelandet, ähnlich wie Mike Penders kratzt er an der 2-Meter-Marke. Er ist nämlich nur in Anführungszeichen 1,99 groß, hat hier schon einen Marktwert von knapp 20 Millionen Euro. Auch bei ihm müsst ihr dann hinterher nochmal 3 bis 4 Stärken draufrechnen mit dem Entwicklungsplan, mit vielleicht nochmal einer Leihe zwischendurch, wo er ja nochmal ein bisschen besser wird. Also auch ein ganz, ganz großes Torhüter-Talent, der wahrscheinlich auch bald in Realität einen großen Namen oder auch groß von sich reden lassen wird. Zum krönenden Abschluss habe ich mir noch ein Torhüter-Talent rausgesucht, der vielleicht nicht bei jedem auf dem Zettel steht, der so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil man vielleicht auch in der Nation gar nicht damit gerechnet hätte oder suchen würde. Und zwar der 22-jährige Neuseeländer Alex Paulsen, geboren in Auckland, hat dann am Anfang bei Wellington Phoenix gespielt, ist dann zum AFC Bournemouth gewechselt in die Premier League. Also ganz, ganz wilder Move, ist jetzt auch in der Nationalmannschaft so langsam im Kommen, zukünftige Nummer 1. Ja, mit Blick Richtung WM 2026, falls sich die Neuseeländer qualifizieren sollten. Habt den mal so ein bisschen im Auge. Ich glaube, in den nächsten Spielen könnte das auch einer der größten Torhüter-Talente werden, die es vielleicht im Spiel gibt. Er startet mit einer 70,
hat also daher den höchsten Marktwert von allen Torhüter-Talenten, 3,4 Millionen. Aber auch er nimmt eine richtig coole Entwicklung. Und das werden wir nach 5 simulierten Saisons jetzt mal gleich sehen. Alex Paulsen ist nämlich der Einzige, der auch bei seinem Startverein bislang geblieben ist in meiner Karriere. Auch ein Marktwert von knapp 20 Millionen, hat jetzt eine Stärke von 80, 1,93. Und wie gesagt, ich liebe es, solche Torhüter-Talente auch mal aus kleineren Nationen rauszufinden und die euch vorzustellen, weil die, wie gesagt, so ein bisschen unter dem Radar laufen. Normalerweise hat man ja immer nur die Top 5 Nationen, logischerweise in Verdacht oder europäisch. Ja, Neuseeland ist ein bisschen weiter weg von Europa, von daher habt den mal so ein bisschen auf dem Schirm. Alex Paulsen, der ist auf jeden Fall auch sein Geld wert. Und somit sind wir also durch mit dem ersten Video, meine Talente, die ich euch gerne dieses Jahr wieder vorstellen möchte. Als nächstes sind die Verteidiger dran. Was wäre ein guter Keeper ohne eine davor stabile Verteidigung? Da habe ich euch auch wieder ein paar richtig schöne Spieler rausgesucht. Hohes Potenzial, teilweise auch sehr, sehr günstig zu bekommen. Einige sind vielleicht auch wieder ein bisschen teurer, aber das werdet ihr alles sehen. Bleibt dran, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo für mehr Talente-Videos und für mehr Preußen-Münster-Karriere-Videos. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und schreibt auch gerne, wenn ihr weitere Talente habt, unten in die Kommentare rein. Unterstützt euch da so ein bisschen gegenseitig, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt bin ich raus, macht's gut und ciao.